bin Andreas. Ich hatte mein vorletztes Video Statement genannt, getauft und darin versucht zu erklären, was hier in diesen Räumen abgeht. Und da möchte ich gerade noch etwas hinzufügen. Darum werde ich dieses Video Statement 2 nennen. Wir merken alle die Veränderungen in der Welt, dass sich global etwas verändert. Gestern habe ich zufällig im Internet gelesen, ganz flüchtig, dass sich die magnetischen Pole der Erde austauschen. Das ist etwas, das eigentlich 2012 schon proklamiert wurde und was in den Maya-Kalender stehen soll und dass das schon seit Millionen von Jahren immer in bestimmten Rhythmen geschieht. Alle so und so viel tausend Jahre gibt es diese Umkehr, die auch spürbar ist für alle Lebewesen. So, das ist diese eine Info, da gehe ich aber jetzt nicht weiter drauf ein. Ich kann auch nicht beurteilen, ob das jetzt so ist oder nicht. Was ich sagen wollte, ist, dass in dieser Zeit, wo es auch all diese üblen Sachen gibt, die gemeldet werden, Überfälle, Messerattacken, alles was Brutalität betrifft, ist es wichtig, dass wir aufrichtig bleiben und behutsam. Wir alle. Das heißt, jeder für sich hört auf sein Innerstes, auf sein Herz und versucht so aufrichtig zu sein, wie es geht. Das heißt, Selbstkritik üben, eingestehen, wenn man einen Fehler gemacht hat, wenn man gelogen hat, wenn man vielleicht selber irgendwelche blöden, bösen Absichten gehabt hat, irgendwann, ob man gehasst hat oder nicht. All dieses beichten, sozusagen laut in den Raum sprechen, in Ruhe. Und weil es so ist, dass in diesen Negativen und in der Unaufrichtigkeit sich das Üble einnisten kann, verstecken kann. Da ist es geschützt, weil es sozusagen weiß, der Eigentümer dieser üblen Eigenschaften oder Ereignisse, er hat Angst, das nach außen zu geben. Und darum hat man dahinter ein schönes Versteck und kann auch diesen Besitzer emotional attackieren oder auch gedanklich attackieren, dass er weiterhin äh, lügt oder die Lügen noch höher stapelt. Also es ist wichtig, dass wir aufräumen, jeder für sich. Da gibt es kein Versteck dahinter. Damit sagt man dem Üblen eigentlich, ich habe keine Angst vor dir, du Übles oder Satan oder wie immer oder wie man das nennen soll, nennen möchte. Und sagen, ich habe keine Angst vor dir. Ich gehe durch die Angst hindurch. So, das ist also etwas Wichtiges. Und was hier jetzt so abgeht in diesem Raum, ich hatte ja gesagt, dass dieser Raum durchflutet wird zwischendurch immer mal von verschiedenen Energien. Das sind auch sicherlich elektromagnetische Strahlung. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Alle möglichen Mächte, Energien, die sich hier einnisten oder durchziehen. Und damit durchziehen sie auch mich und attackieren mich in eine bestimmte Richtung oder attackieren meine Gedanken. Das kann so sein, dass ich irgendetwas denke oder gar nicht denke und ganz plötzlich habe ich einen absurden Gedanken oder ich bin eigentlich ganz äh, pro oder ausgeglichen und plötzlich von 0 auf
aus dem Nichts, innerhalb von einer Sekunde oder 2 Sekunden habe ich plötzlich ganz blöde Gedanken. Und da muss ich aufpassen und gucken, dass ich das analysieren kann, woher kommt das. Das kann auch mal sein, dass sich diese Energien äußern, und zwar so, dass sie für mich hörbar sind. Ich habe schon mal vor vielen Jahren ein Video gemacht, wo ich alles aufgelistet habe, was ich gehört habe nachts. Das war ziemlich zu Anfang, als ich hier eingezogen bin, vor 5 Jahren. Und habe sie da hingeschrieben und auch zur Diskussion gestellt, dass das die Wahrheit ist, das ist so geschehen, das habe ich so gehört. Seit dieser Zeit beschäftige ich mich immer intensiver mit diesem Thema Christus, Jesus Christus, mit dem Thema Kreuzung, mit dem Thema, was ist die Wahrheit und was ist die Lüge und was geschieht hier eigentlich. Das kann dann mal so sein, wie diese Gedanken, die ich ganz zu Anfang hatte, dass ich Gedanken hören kann wie eine Stimme. Es ist aber keine Stimme, sondern es ist ein hörbarer Gedanke, der mir zugeschoben wird. Und ich kann fühlen, dass es nicht aus meinem Inneren kommt, sondern es wird mir zugeschoben sozusagen, meinem Gehirn zugeschoben oder meinem Inneren. Und ich kann diesen Gedanken aber so hören, als würde ich mit jemandem zusammensitzen und würde es akustisch hören. Tue ich aber in dem Moment nicht. Und das kann ich aber auch noch reflektieren und wahrnehmen. Das geschieht, und es gibt andere unzählige Tausende, zigtausende von Gedanken, die kommen und auf mich zu und auch auf mein Gehirn zu, und ich versuche, mich zu orientieren in all diesem. Ja, das ist nicht einfach, und darum höre ich auch sehr und auf das, was geschieht, für mich wahrnehmbar geschieht. Zum Beispiel bei diesem Video, was ich gemacht habe, Statement, dass plötzlich diese Energien reinkamen, habe ich eine Verbundenheit mit der Natur, mit der Welt, mit dem Himmel, mit der Erde, mit allem, was da ist. Bin ich verbunden, und ich bekomme auch Rückmeldungen oder Impulse, dass da zum Beispiel in diesem Video-Statement sich auf etwas, was ich geschrieben habe, das Äußere sehr laut zu Wort meldet, hat erst damit begonnen, dass ich gehört habe, nach ein paar Sekunden, vielleicht 20 Sekunden, 30 Sekunden, dass der Wind stärker wird. Und zwar kann ich das hören, weil ich vor der Tür ein Windspiel, ein Glockenspiel hängen habe, und der Wind spielt damit. Und ich habe gehört, dass das Glockenspiel immer lauter wurde, immer lauter, und der Wind stärker wurde und dementsprechend laut auch dieses Glockenspiel ist. Dann nach vielleicht 2 Minuten habe ich gemerkt, dass die Temperatur hier im Raum etwa um 10 Grad, 15 Grad runtergeht. Der Fußboden eiskalt ist, durch meine Schuhe hindurch, durch die Fußsohlen hindurch, meine Füße kalt sind, dass ich ein zweites Paar Socken anziehen musste. Dann habe ich rausgeschaut, es begann zu schneien draußen, und draußen ist die Temperatur runtergefallen. Und es ist zunehmend kälter geworden. Und dann habe ich noch gedacht, das war eine Meldung sozusagen von der Außenwelt, dass ich das überdenke, was ich geschrieben habe. Und ich habe das überdacht, und ich habe das auch gelöscht und gesagt, das war eigentlich Quatsch, was ich geschrieben hatte. Und das kann man ja nachlesen, wenn man will, oder sich anhören in diesem Video Statement 1. So, diese Verbundenheit habe ich. Ich habe auch eine Verbundenheit mit der Sonne, und ich kann auch fühlen, wenn eine Entlastung da ist. Und nach diesem ersten Erlebnis habe ich noch gedacht, ich bin mal gespannt, weil ich ja gesehen habe, dass innerhalb von 3, 4 Stunden sich draußen alles verändert, wie die öffentlichen Medien das erklären. Einen so plötzlichen Temperatursturz, plötzliche Schneefälle, die stärker werden. Welche Erklärung haben Sie dafür? Und ich habe gedacht, ob vielleicht irgendjemand
mal etwas anderes sagt, dass es eine andere Ursache haben kann, als Sie denken, oder dass es sein kann, dass wir selber das beeinflussen und auch nicht nur ich, sondern wir alle haben Einfluss auf das Wetter, auf das, was draußen geschieht. Wichtig ist, ähm, wachsam zu sein, den Mut zu haben, sich zu korrigieren und sich, wenn man merkt, dass man die Orientierung verliert, versuchen, sich zu orientieren. Nach bestem Bewusstsein und auf sein Herz hören, auf sein Innerstes und auch in Bezug auf Liebe vor allen Dingen, auf Liebe, Nächstenliebe. Was passt zur Liebe? Was gehört zur Liebe? Was gehört nicht zur Liebe? Und diesen Weg gehen. Ich gehe den Weg und mache das und treffe die Entscheidungen, die zur Liebe passen und gehe nicht einen anderen Weg. Ich folge nicht irgendwelchen Leuten, die Parolen schreien, und vor allen Dingen fange ich nicht an, irgendwelche Gruppierungen zu hassen oder per se zu verurteilen, weil ich gar kein Recht habe, andere zu verurteilen. Ich bin kein gewählter Richter, der andere verurteilt. Ich bin bei dem, was geschieht, aber auch dafür, dass alle Gewalttaten hart bestraft werden von einem ordentlichen Gericht, dass man das nicht durchgehen lässt, dass es eine gesellschaftliche Rückmeldung gibt, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der Gewalt gegenüber anderen nicht gewünscht ist und nicht toleriert wird. Das ist wichtig. Dabei bleiben und sich auch nicht in eine Gruppierung ziehen lassen, die vielleicht loszieht mit Totschlägern, mit Knüppeln oder irgendetwas und meint, sie hat das Recht, jetzt Recht zu sprechen. Das sind wichtige Sachen. Das ist das, was zurzeit geschieht. Wir sind in dieser Phase der Neuorientierung und der Offenbarung. Das ist das Thema. Und das bedeutet, jeder sagt so viel Wahrheit, wie ihr könnt, aus euch heraus. Verbergt nicht irgendetwas, habt nicht etwas, was ihr verbergen müsst, habt nicht zum Beispiel 1000 Pornofotos, die ihr irgendwo im Computer verstecken müsst unter einer falschen Datei. Habt nicht irgendwelche, was weiß ich, geklauten Sachen irgendwo, die ihr versteckt. Versteckt euch nicht hinter unzähligen falschen Namen, dann habt ihr ja keine Identität. Ich habe zum Beispiel meinen Namen Andreas Hellberg, den habe ich bekommen, so bin ich geboren und den werde ich auch so lange behalten, wie ich hier jetzt lebe. So, ich bin auf diesen Namen getauft und den habe ich überall, bei allen Behörden und bei allen Gruppierungen melde ich mich mit meinem richtigen Namen. Ich finde, das ist auch wichtig, dass man zu seinem wahren Namen steht und sagt, ja, voll, der bin ich. Ja, so, das ist wichtig. Und jetzt habe ich viele harte Tage hinter mir und viele harte Sachen erfahren und auch erlebt. Jetzt ist mein Hund, der zurzeit bei Gisela ist, weil er nach meinem Autounfall und meinem Lendenwirbelbruch ich ihn ja nicht spazieren führen konnte und auch keinen Garten mehr habe, in dem er einfach frei herumlaufen kann, ist er bei Gisela. Er hatte einen Treppensturz erlitten und einen Schlaganfall und morgen fahre ich dorthin. Dann bin ich hier ein paar Tage nicht erreichbar. Das heißt, hier in der Wohnung wird es halt vielleicht noch ein bisschen chaotischer sein und ich werde den Postkasten nicht aufmachen können. Ich sage dem Nachbarn Bescheid, dass ich morgen dorthin fahre und gebe ihm einen Schlüssel für den Notfall. Ich weiß auch nicht, wann ich zurückkomme. Das mit dem Postkasten ist auch ein Anlass, mal ein Wort dazu zu sagen, dass man nicht einfach Leute immer ähm,
aburteilen kann, weil sie zu den sozial Schwachen gehören. Wenn du erstmal da ganz unten bist, dann spürst du, dass alles miteinander verwoben ist. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich schon seit langer, langer Zeit aus finanziellen Sorgen bestimmte Rechnungen nicht begleichen kann. Das stapelt sich dann so, das ist ein seelischer Druck. Ich weiß, ich kann diese Erwartung oder Forderung nicht erfüllen. Und dann habe ich Angst, den Postkasten aufzumachen, weil ich Angst habe, da ist wieder ein Brief, den ich öffnen muss und dann ist es wieder eine Mahnung oder es ist wieder eine neue Rechnung und es gibt mir wieder das Gefühl, versagt zu haben, weil ich die Geldwelt nicht vergöttere. Quasi. Das ist es, was ich ja wollte. Ich wollte anders, eine andere Welt, eine Welt, in der Geld nicht diese Macht hat, die sie bei uns hat, die es bei uns hat. Das ist wichtig. So, das wollte ich nur noch mal sagen. Und ich wollte sagen, ich habe auch vor ein paar Tagen gelesen, 2 oder 3 Mal im Internet, das große Bedauern, Deutschland verpasst den Anschluss an die künstliche Intelligenz von mehreren Nachrichtensendern. Da kann ich nur sagen, verpasst nicht den Anschluss an die Mitmenschlichkeit, an Nächstenliebe. Das hättet ihr später zu bedauern, auch in anderen Leben. Aber künstliche Intelligenz bedeutet, dass du ab irgendeinem Punkt nicht mehr weißt, ob der neben dir sitzt und mit dir spricht, tatsächlich ein Mensch ist oder eine Roboterpuppe, die animiert ist und auf die menschliche Haut aufgenäht ist. Und die Sprache ist künstlich und sie reagiert künstlich. Und du unterwirfst dich als Mensch, als wirklicher Mensch, einem Roboter. Das kann kein Aufstieg sein. Du kannst dich den Engeln unterwerfen und den Himmlischen. So, und ansonsten brauchst du dich niemandem zu unterwerfen. Vor allem keinem Roboter. Da muss man darüber auch klar nachdenken. Was ist lebenswert in dieser Welt? Was macht einen wirklich glücklich? Was macht die Seele glücklich? Das wollte ich jetzt sagen und jetzt mache ich Schluss und sage erstmal Ciao bis die Tage. Ja, ciao.